Ich glaube, wenn wir über Wirtschaft und Menschenrechte reden, dann kommt vielen, zumindest bei mir, als erster Gedanke und als erstes Bild kommen diese eigentlich schrecklichen Bilder in Erinnerung, die periodisch wiederkehren, wo wir sehen, dass Kinder unter erbärmlichen Bedingungen, teilweise unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. Oder wir sehen Unglücke, schwere Unglücke in Firmen, in Textilfirmen zum Beispiel, mit teilweise Dutzenden oder Hunderten Toten. Wir sehen absolut unzumutbare Arbeitsbedingungen in vielen Ländern, Arbeitsbedingungen in Unternehmen, die teilweise in Konzern- und Lieferketten eingebunden sind. Das ist mal das, was mir als erstes in den Sinn kommt, und dann folgt ja oft ein großer Aufschrei, auch ein medialer Widerhall, eine Empörung, und dann, das ist jedenfalls die Erfahrung der letzten Jahre, sind wir viel zu oft übergegangen wieder zum Business as usual. Es hat der EWSA letzten Dezember eine Stellungnahme verabschiedet, in der ein verbindliches Abkommen für UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte gefordert wird. Und der ursprüngliche Gedanke, der bis heute Bestand hat, ist, dass man die gesellschaftlichen Gruppen, die hauptbetroffen sind von europäischer Gesetzgebung, auch in diesem Prozess eine beratende Stimme gibt und ihnen die Möglichkeit gibt, mitzusprechen, um so quasi die Gesetze, die auf europäischer Ebene erarbeitet werden, näher an die Realität der einzelnen Wirtschaftstreibenden heranzubringen. Also wenn es nach meinem Dafürhalten ging, dass es kein nationaler Aktionsplan sein soll, das kommt mir dann schon ein wenig hochgestochen vor. Ich glaube, dass wir besser arbeiten, wenn wir in der guten alten sozialpartnerschaftlichen Arbeitsmethode tätig werden, wenn wir da auch noch verschiedene andere Institutionen beiziehen aus der Menschenrechtscommunity und dann auch aus der Umwelt, aus dem Umweltbereich, weil ja auch Umwelt- und Klimafragen hier eine große Rolle spielen können, und dass wir dann einfach einmal mit einem vernünftigen Zeithorizont, also nicht übertrieben, aber doch mit einem bestimmten Ziel die Dinge auf den Weg bringen. Sowohl die Aktivitäten, die jetzt vom Kommissar Reynders ausgehen, als auch zum Beispiel der Treaty-Prozess in Genf sind gute Momente, wo man ansetzen könnte. Und ich würde mir halt auch wirklich sehr, sehr wünschen, dass Österreich da einen substanziellen und konstruktiven Beitrag leistet. Den habe ich jetzt in den letzten Jahren so nicht wirklich vernommen, auf beiden Ebenen nicht. Mir geht es sehr darum, auch wirklich Rechtssicherheit zu schaffen. Wie ist diese Sorgfaltspflicht von Unternehmen denn auch rechtlich wirklich herzustellen? Wie ist sie wirklich einzuklagen? Wer hat die Möglichkeit dazu, sowohl aus Konsumentenschutzsicht als auch als wirklich in meinen Rechten Verletzter oder Verletzte vor Ort? Und es ist auch schon angesprochen worden, also ich würde mir einfach wünschen, dass auf allen Ebenen was weitergeht. Und in Österreich geht ja, so wie ich es wahrnehme, jetzt nicht nur bei dem Gesetzesvorschlag der SPÖ im Parlament nichts weiter. Ich habe auch den Eindruck, dass auch auf der UN-Ebene die Österreicher nicht wirklich aktiv sind. Ja, also ich würde mir eigentlich wünschen, dass Österreich, wie schon gesagt worden ist, wieder eine werteorientierte Außenpolitik betreibt und nicht nur diese interessensorientierte.
Es war immer ein Ping-Pong-Spiel zwischen machen wir was Freiwilliges, machen wir was Verpflichtendes und eigentlich war das klassische Sozialpartnerverhalten am Beginn dieses Prozesses, nämlich lieber nichts Verpflichtendes. Ja. Nur mittlerweile nehme ich auch auf der Arbeitgeberseite auf europäischer Ebene wahr, dass ein bisschen ein Umdenken passiert, weil einfach ein Perspektivenwechsel, glaube ich, passiert ist. Es geht nicht darum, Wirtschaft und Menschenrechte, sondern Wirtschaft mit Menschenrechten irgendwie zu vereinen. Weil ich glaube, für alle Stakeholder wäre es gerade auf internationaler Ebene wichtig, dass da endlich was weitergeht. Sind es jetzt die betroffenen Arbeitnehmer in der dritten Welt, auch in Europa, weil die europäischen Arbeitnehmer sind ja dem Sozialdumping ausgesetzt, die leiden ja darunter auch. Der schon erwähnte Bericht des Internationalen Gewerkschaftsbundes, der jedes Jahr gemacht wird über die Menschenrechtssituation und die Gewerkschaftsrechtssituation, hat sich katastrophal entwickelt 2019. Der Bericht liegt uns ja vor, hat gezeigt, dass sich die Situation global absolut verschlechtert hat. The interpretation and the definition of what is called supply chain or an even larger concept, business relations. Each large company has thousands of business relations around the world, and where do we put the limits? Die Treaty Alliance Österreich hat in ihrem Open Letter 5 Anforderungen formuliert, die eine EU-Vorschrift, eine EU-Rechtsvorschrift erfüllen muss. Erstens muss eine derartige Rechtsvorschrift für alle Unternehmen in der EU, also mit Sitz in der EU, beziehungsweise die Tätigkeiten in der EU ausführt, beziehungsweise im Binnenmarkt gelten. Einzuhalten sind sämtliche Menschenrechte, Arbeitsrechte, aber auch Umwelt- und Klimastandards. Weiters, also als zweite Anforderung, muss sich diese EU-Rechtsvorschrift auf die gesamte Lieferkette erstrecken, also auch sämtliche Zulieferbetriebe, Tochterunternehmen umfassen. Viertens müssen Unternehmen für Schäden haften, die sie entweder selbst oder halt durch ihre Tochter- oder Zulieferunternehmen verursacht haben. Ja, also ich hoffe natürlich auch, dass es irgendwann ein verbindliches Instrument gibt. Gleichzeitig denke ich mir auch, es gibt auch andere Initiativen, andere Gesetze und zusätzliche andere Möglichkeiten, wo man auch arbeiten könnte, wie beispielsweise die Umsetzung der Non-Financial Reporting Directive zu Berichtspflichten von Unternehmen. Da war auch die Debatte, wie weit geht diese Berichtspflicht, und aus österreichischer Sicht ging sie nicht weiter als bis zum nächsten Direkten. Also auch da hätte man vielleicht schon weiter tun können. Ich sehe auch ein Potenzial beim Vergaberecht. Es ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie an der Zeit, einen Startschuss zu geben, dahingehend die Konzeption von Wirtschaft, Arbeit und Leistung neu zu definieren. Und damit wären wir beim heutigen Thema. Damit sind wir ja da gelandet, wo es darum geht, diese dringend notwendigen, verpflichtenden Regeln zu implementieren, um den Schaden an den Menschen und an der Umwelt
so weit wie möglich, hoffentlich zukünftig auch ganz zu vermeiden. Und darüber hat heute eigentlich Einigkeit geherrscht.